Hi Gude, Allen hier vom Gibson Beach Club, Fußball 2000, zu Gast bei uns im Gibson. Ja, und wir haben einiges zu besprechen. Es sind jetzt noch 2 Wochen bis zum Redline Day. Muss noch was passieren? Fragezeichen, eher mehrere Ausrufezeichen. Wir reden natürlich über diesen Testspiel-Schock. Testspiel-Beben, was da stattgefunden hat. Also, lasst schon mal Likes da, schreibt Kommentare, abonniert uns bei WhatsApp, dies, das, Ananas. Ich gehe jetzt mal zu den anderen. Wir sind zwar im Beach Club, aber hier regnet es. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen für die Saison. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Peng, peng! Wang, wang. Fußball 2000, wir sind wieder da und liebe Leute, ihr habt es gelesen, im Blätterwald, der ist unruhig. Offenbar ist um die Eintracht mittlerweile im Umfeld der Eintracht einiges relativ unruhig gewesen. Das hängt natürlich auch mit dem Testspiel der Eintracht in Brentford zusammen. Lieber Phil, teilst du diese Unruhe? Heute gibt es ein bisschen was zu besprechen, würde ich sagen. Ne? Nein, also ja, aber auch nein. Okay. Also man darf beunruhigt sein, man darf sich auch ein paar Sorgen machen, aber für den Panikmodus ist es definitiv zu früh. Meine These direkt, das kann sogar extrem hilfreich sein, was am Samstag passiert ist. Das kann sogar hilfreich sein, das ist auch natürlich eine Option. Trotzdem das 0:7, es klang schrecklichst und ich habe es mir gestern noch mal durch wundersame Weise Real Life angeschaut. Ja, und habe ich mir das Drama an dem Sonntag dann noch mal gegeben und ich muss sagen, das war schon ein wenig erschütternd. Ich war erzürnt. Ich muss sagen, ich war auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt. Und du warst, wenn ich die Chats gelesen habe, auch nicht so ganz so glücklich. Es war, muss man wirklich sagen, bodenlos. Also wir haben ja letzte Woche auch schon über die Testspiele geredet davor und da haben wir ja auch ein bisschen anmoderiert mit von wegen, okay, Test ist Test und so, da muss man jetzt nicht übertreiben und bla. Das würde ich jetzt auch noch mal voranstellen. Aber das war schon eine ziemliche Frechheit. Ja. Ich habe mir das reingezogen und habe nach dem 0:5 gedacht, alles klar, ich mache jetzt was Sinnvolles. Bin mit meiner Tochter in den Park gegangen. So. Das ist auf jeden und Fall gut. habe einfach versucht, diesen Tag noch irgendwie sinnvoll zu gestalten, weil das, was da geboten wurde, war eine Katastrophe. Und da können wir ja gleich mal en Detail drüber reden. Aber letzten Endes hat es in keinem einzigen Mannschaftsteil irgendwie gepasst. Ich habe selten ein Fußballspiel gesehen, wo der Gegner so oft von der Mittellinie quasi frei auf den Torwart zugelaufen ist. Also das war von Anfang bis Ende absolute Grütze. Und ich bin auch noch nicht im Panikmodus, aber ich bin wirklich kurz davor tatsächlich. Im Panikmodus sind tatsächlich schon aber relativ viele, die wir in unserem Umfeld haben. Grüße an Loss, ne? Wenn ich beispielsweise so reingucke, was bei uns im Chat so passiert, da eskaliert das schon ein bisschen. Aber ich finde deinen Ansatz, Fact und Fiction ein bisschen zu trennen und dann wirklich mal da reinzugehen, was die wahren Probleme der Frankfurter Eintracht sind. Und ich denke, da muss man ganz ehrlich sein, da müssen wir hinten anfangen. Ja, und das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Eben. Also ich glaube, das, was man da befürchtet hat, ist jetzt hier vielleicht auf extreme Art und Weise zutage getreten. Aber ich bin auch da bei euch. Ich habe die ganze Zeit gesagt, auch bei den positiven Testspielen, dass das Testspiele sind. Ich fange jetzt auch bei einem negativen Testspiel nicht an, meine Prinzipien, was Testspiele betrifft, über Bord zu werfen. Aber du hast recht, man kann in so Stresstests dann schon sehen, an der einen oder anderen Stelle ist noch was zu tun. Aber das ist ja auch nicht durch dieses Testspiel jetzt irgendwie offensichtlich geworden, sondern schon die ganzen letzten Wochen. Was mich viel mehr alarmiert als dieses Spiel, ist jeder einzelne Tag Richtung Redline Day, der vergeht, wo nichts passiert. Ja, danke. Weil man muss jetzt schon davon sprechen, dass wir eine Woche, nicht mal mehr eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel sind. Ja. In 2 Wochen und einem Tag schließt das Transferfenster. Und es gibt mit Sicherheit in meinem Kosmos, den ich mir da so zurechtlege, 7, 8, 9 Transferbewegungen, die da noch stattfinden müssen, sowohl was Zugänge als auch Abgänge betrifft. Und jeden Tag denke ich so, hier deutet sich was an, da deutet sich was an. Aber es deutet sich momentan nur irgendwie was an. Ja. Und gerade in der Abwehr, die du angesprochen hast, muss meiner Meinung nach noch was passieren. Ich will auch noch mal ein bisschen, ja, der Abwehr genau, aber genau im Tor. Oder noch eins zurück. Wir müssen tatsächlich ganz kurz über die Torwartsituation sprechen. Denn ja, es war zwischenzeitlich ja immer wieder so, dass der Deckmantel des Schweigens drüber gestülpt wurde, so nach dem Motto, naja, etc. und so, die beiden sind halt jetzt da und mal gucken. So richtig ist da auch kein Geld für vorhanden. Aber Phil, natürlich auch das Testspiel hat halt gezeigt, da ist eine Vakanz, da ist, muss man auch sagen, Kauer, so lieb ich ihn hab, keine Körperspannung, er scheint gedanklich nicht auf den Moment vorbereitet zu sein. Da waren neben den Gegentoren, die er gefangen hat, und das waren 7 Stück, das waren sehr viele Situationen, wo er unglücklich rausgegangen ist, mit einer Faust zum Gegner den Ball wieder buxiert hat. Da waren so viele Situationen dabei, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich würde mir nicht gut tun, mit ihm in die neue Saison zu gehen. Vielleicht ein Satz, der das Ganze noch mal ein bisschen präzisiert und die Gesamtsituation noch mal verdeutlicht. Nichts von diesen Erkenntnissen, die wir am Samstag gesehen, gelernt haben, ist neu.
Das ist alles bekannt, das war alles absehbar, das ist natürlich auch intern bekannt. Der Adi ist kein Blinder. Der Adi weiß ja, mit wem er da arbeitet, ja, und mit wem er nicht arbeitet. Das ist ja alles intern längst hinterlegt. Und deswegen habe ich anfangs gesagt, das kann sogar hilfreich sein, weil auch der öffentliche Druck, die öffentliche Wahrnehmung für diese Problematik durch einen solchen Auftritt in Richtung des Sportvorstands natürlich nochmal eine andere Dynamik und einen anderen Druck reinbringt. Beginnet aber mit der Position im Tor, ist das vielleicht das symptomatischste Problem für das, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Denn diese Gesamtsituation, wie du sie jetzt hast, hattest du schon vor 12 Monaten. Und seitdem ist keiner auf die Idee gekommen, dass man da mittel- oder langfristig eine andere Lösung präferieren muss. Und jetzt sind wir 12 Monate später wieder an dem Punkt und es ist wie in so einer Zeitschleife. Wir reden schon wieder darüber, dass wir ein schlechtes Gefühl haben, mit Kauas Santos in die Saison zu gehen. Das ist Das dramatisch. ist generell, das ist ja nicht Genau. nur Kauas Santos, was mich so stört an dieser ganzen Situation ist, wir können ja gleich nochmal gesondert auf Kaua eingehen, aber was mich generell stört an dieser Situation ist, dass du das Gefühl quasi auf super vielen Positionen hast. Also du hast jetzt mit der Sechserposition eine gelöst, da war das auch, dass wir da Jahre drüber geredet haben letzten Endes, dass da ein Problemfeld ist, was einfach nicht angegangen wurde. Und ich finde, du hast die Vakanzen, die jetzt da sind in der Innenverteidigung, Linksverteidigung, eventuell Rechtsverteidigung, im Sturm, das sind alles Themen, die auch echt schon länger bekannt sind. So. Aber lass uns mal beim Torwart bleiben. Jetzt stehen wir 2 Wochen, Lass uns mal beim ganz Torwart kurz noch, bleiben. jetzt stehen wir 2 Wochen vor dem Redline Day. Und offensichtlich wird da jetzt auf den letzten Metern wieder irgendwie irgendwas relativ kurzfristig irgendwie dazugeholt versucht zu werden. So. Aber das kann es aber eigentlich nicht sein. Du könntest eigentlich seit 5, 6, 7 Wochen könntest du einen kompletten Kader. Ja, aber genau, wenn wir beim Torhüter bleiben, dann haben wir, wie Phil beschrieben hat, das ist ja genau der Punkt, wir haben immer wieder über Kauas Santos, wir haben über etc. gesprochen, jeder war irgendwie unzufrieden, weil natürlich auch immer wieder Situationen passiert sind, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht das Bundesliga-Niveau, was wir wollen. So, und Basti, was machen wir jetzt? Guck mal, die Sache bei Kauas Santos macht halt von der Erzählung keinen Sinn. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst am Ende, wir haben mal über die Torwartsituation gesprochen und haben gesagt, die einzige Möglichkeit aktuell ist, Kauas Santos mit Vertrauen zur absoluten Nummer 1 zu machen. Das wurde ja scheinbar auch gemacht. Oder man hat es die ganze Zeit vor sich hergeschoben. Also diese Erzählung macht an gewissen Stellen keinen Sinn, weil wenn du sagst, Kauas Santos ist meine Nummer 1, dann ist das ein Gamble, den gehst du dann vielleicht ein aufgrund der Leistungen, die man schon von ihm gesehen hat. Dann musst du es aber auch durchziehen. Dann musst du von Beginn der Vorbereitung an sagen, das ist unsere Nummer 1. Ja. Und dann darfst du dich theoretisch auch nicht von so einem Fehler in einem Testspiel irgendwie beirren lassen. Das stimmt, ja. Aber dann kommunizier mir das. Dann habe ich vielleicht auch mehr Vertrauen. Was ich momentan beobachte ist, dass die sich auch nicht sicher sind. Und das strahlt sich ja auch auf den Torwart ab. Ja, ja. Wenn der Torwart, Kauas Santos, der tut mir fast jetzt schon leid. Ja, weil er spürt wieder nicht das absolute Vertrauen. Es wird wieder diskutiert. Es ist wieder kein klares Bekenntnis da, weil es hieß die ganze Zeit entweder er oder etc. Und jetzt plötzlich fällt dir in dem Testspiel gegen Brentford auf, vielleicht ist er ja gar nicht so stabil. Und jetzt willst du einen ganz neuen holen. Ganz ehrlich, bei der Lösung wäre ich vielleicht sogar dabei. Aber Digga, das kannst du vor ein paar Wochen schon anleiern. Das kannst du vor ein paar Wochen schon anleihen. Ich will noch ganz kurz eine Sache noch ergänzen. Alter. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Gehört auch zur Wahrheit dazu, dass die Menschen vor Santos auch keine Konstanz bewiesen haben. Auch ein Theater ist gestern wieder rumgefallen, wie Falschgeld. Auch ein Koch war gestern wieder sehr unglücklich. Das heißt, genau die Probleme, die Phil schon angesprochen hat. Vor einem Jahr haben wir genau die Situation gesehen, es hat sich nichts geändert. Phil, wie ist denn dein Gefühl? Oder wolltest du das noch mal Nein, ich ganz kurz will nur dazu sagen, das, was ihr beide beschrieben habt, mit der Abwehr und dem Torwart, das spielt doch zusammen. Ja, genau. Und das ist auch ein Grund, warum Kauas Santos eventuell gar nicht diese geile Chance hatte, in die Genau, Bundesliga das meine ich ja. reinzusliden, Ja, das weil sag er ich ja. in kein stabiles Gebilde kam. Ja. Und dafür kann Kauas Santos nichts. Ich bin auch weit davon entfernt, jetzt Kauas Santos vor den Bus zu werfen für dieses Testspiel, weil ich vertrete weiterhin die Meinung, dass in einer stabilen Abwehr, in einer eingespielten Abwehr, mit einer Kommunikation, du bist unsere klare Nummer 1, Kauas Santos ist auch leichter als in der aktuellen Situation, wo er in einer merkwürdigen Viererkette, in einer Konstellation, die nicht klar ist, sich eingewöhnen muss, in einem Trainer, wo nicht klar kommuniziert wird, ist er jetzt die Nummer 1 oder nicht. Oder du musst Kauas Santos klar sagen, hier Digga, es reicht nicht, wir holen einen neuen. Der ist auch in der Schwebesituation und das ist für die Entwicklung und für die Ruhe, die gerade die so ein junger Torwart brauchen würde, das ist nicht ideal. Das heißt, vielleicht können wir gar nicht sehen, wie ein Kauas Santos, der in Harmonie und in eine eingespielte Viererkette sich reinbetten kann. Vielleicht können wir den gar nicht sehen, weil das gar nicht gegeben ist. Aber Ich finde es vielleicht dramatisch, weil der halt schon offensichtlich so krass talentiert ist. Ne? Wir haben den ja alle gesehen in Istanbul und so. Und dann hast du gleichzeitig aber hat er diesen komischen Chaos-Faktor auch irgendwie in sich.
Ich habe jetzt letzte Woche noch, haben wir in der von mir sehr geschätzten Rubrik 5 Fragen, 3 Meinungen, habe ich Kauas Santos noch getippt als Durchstarter der Saison. Ein Testspiel später denke ich so, vielleicht habe ich gar nicht so viel Ahnung. Vielleicht muss Ja, aber ich das mal umschulen, kann es ja nicht sein. Wir können ja, Ja. nicht von einem Testspiel. Es muss doch einen Plan gegeben Nein, der ist haben. ja schon, es bleibt ja dabei, er ist ja ein talentierter Keeper. So, aber wenn ich jetzt so ein Testspiel sehe, es ist nur ein Testspiel, das stimmt schon, aber die Art und Weise, nicht nur der Fehler, aber auch die Art und Weise, wie er sich dann präsentiert, diese generelle Fahrigkeit, die der Genau. hat. So. Aber ist die Das neu? Aber das Nee, hängt- genau, das ist ja genau das, was du letzte Saison auch schon oft gesehen hast, oft gesehen hast. So, und das hängt ja aber wiederum, und das ist das, was Basti sagen will, auch zusammen mit der Stabilität der 3, 4, 5 Jungs, die dann vor dir stehen. Das war in der gesamten letzten Saison ein Problem. Das ist jetzt wieder ein Problem. Und wenn du das Gefühl hast, bei der Generalprobe stehen 3 von 4 Jungs hinten in der 4er Abwehrkette, mit denen du eigentlich Bauchschmerzen hast. Ja, die mindestens eigentlich mal. in die Regionalliga gehören. wenn wir So, ehrlich sind. die vielleicht Bei eigentlich jedem, bei aller gar nicht Liebe, dahin ne? gehören, ja, und dass das schon die Generalprobe ist, ja, dann hast du natürlich damit auch ein Thema, was du seit einem Jahr auch hast. Denn diese Abwehr war das die ganze letzte Saison über Problemzone. Und du siehst ja auch, das ist halt dann doppelt frustrierend. Du siehst auch so ein bisschen, was andere Vereine machen. Der HSV holt mit Bornau jetzt jemanden für 5 Millionen, wo ich sage, warum holst du den nicht als einer Frankfurt? Den kannst du wunderbar links in die Innenverteidigung stellen. Augsburg holt mit Hennes Behrens einen herausragenden jungen deutschen Innenverteidiger, übrigens gebürtiger Frankfurter, der sofort dir deutlich weiterhelfen würde als Kosugi. Das sind alles so Ideen, wo ich mich frage, warum funktioniert das nicht? Da bin ich aber immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, ach ja, wir haben ja noch immer diese ganzen Ladenhüter, die alle 3 Millionen plus X verdienen pro Saison und die du halt trotz allem in der Gesamtsituation, auch in der finanziellen, in der wirtschaftlichen Gesamtsituation, wir spielen nicht mehr europäisch. Das heißt, du musst diesen Eintracht-Gürtel halt enger schnallen. Und das heißt, du musst die Jungs loswerden. Wenn die aber mit solchen Verträgen da rumlaufen, dann bindest du dieses Kapital, was dir jetzt eben fehlt, um da handlungsschneller zu sein. Das ist wirklich das große Problem, aber darüber habt ihr in der letzten Woche schon drüber gesprochen. Das ist jetzt der rote Faden, der sich jetzt so durchzieht und trotzdem werden halt diese Stellen offenbar. Du hast es eben vollkommen richtig erwähnt. Ich würde gleich nachher ganz gerne trotzdem nochmal auf die Torhüter-Situation gehen, aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt nochmal auch in der Abwehr schauen. Und da ist es ja tatsächlich das Problem. Jetzt ist Theat, spielt wieder und spielt aber nicht gut. Koch hat jetzt Gehirnerschütterung, fällt jetzt wahrscheinlich erstmal, schätze ich mal, mindestens 7, 8 Tage dann aus, wird dann also fürs Pokalspiel dir fehlen. Aber es ist ja so, dass du hast eben Kosugi angesprochen. Und das ärgert mich tatsächlich auch und das ärgert mich so ein bisschen im Umfeld. Dass jetzt immer so getan wird, dass die Optionen, die da in der letzten Saison keine Rolle gespielt haben, wie Kosugi, dass die jetzt Außenverteidiger spielen sollen, ist Blödsinn. Ich halte auch nichts davon, dass jetzt die ganze Zeit gesagt wird, ja, dass Knauf jetzt auf rechts in Verteidigerposition eine Alternative ist. Das ist trotzdem keine Alternative, wie man sie sich in der Bundesliga vorstellt. All das ist Augenwischerei. Die Eintracht hat es verpasst, auf den Außenbahnen adäquat nachzufassen. Der hat es verpasst, nach Brown, den du so nie ersetzen kannst, aber wenigstens eine Stufe drunter in dieses Regal zu fassen. Und du hast die dauerhafte Scheißigkeit der Innenverteidigung auch nicht korrigiert. Nein, es ist halt so. Es ist halt so. Weil auch, ganz ehrlich, jetzt, wenn Collins wieder einigermaßen fit ist, kommt dann viel Druck auf ihn. Der tut mir dann auch leid. Ein Theat, der WM gespielt hat, kriegt es aber auch nicht geschissen. Und da muss ich auch sagen, für was kann man da überhaupt jetzt noch tun? Können es nur neue Verpflichtungen sein? Oder gibt es irgendwie eine Handlungsmöglichkeit, dass du mit den bestehenden Spielern irgendwie noch eine Einigkeit findest? Weil das zieht sich jetzt über ein Jahr und das ist sehr frustrierend. Nein, also intern ist das ja auch klar so erkannt, kommuniziert, hinterlegt. Also nochmal, ne? Adi Hütter ist ein absoluter Fachmann, der sieht, was er da hat und er sieht, was er da nicht hat. Und er hat aber jetzt das Problem, dass an ihm oder dass er selbst auch vor diesem eigenen Anspruch steht und auch vor der Aufgabe, wieder einen anderen Fußball in diesem Stadion spielen zu lassen. So, das heißt, du musst bei dieser Mannschaft auch eine andere Spielidee implementieren. Das ist nach 3 Jahren bräsigem Ballbesitzfußball in allen Farben und Formen extrem schwierig in die Köpfe der Spieler reinzubekommen. Das ist das erste Problem, was du hast. Das zweite Problem, was du hast als Adi Hütter, du hast eben gar nicht die Spielertypen dafür. Und das dritte ist, mit Blick auf den Kader wirst du halt mindestens eher 2 Transferfenster brauchen, bis diese Mannschaft so steht und so gebaut ist, dass du überhaupt wieder diesen Fußball spielen lassen kannst, den du eigentlich spielen lassen musst, weil er von dir erwartet wird. Ja? Also, klare Antwort, es geht nur über Neuzugänge, aber ich fürchte, das, was wir eigentlich brauchen, für diesen Umschwung, dass wir wieder gerne ins Stadion gehen, dafür wird es halt ein halbes Jahr bis ein Jahr brauchen und darauf sollten wir uns alle einstellen. Und das, was jetzt kommt, das sind ja im Endeffekt sehr wahrscheinlich dann auch wiederum nur Notlösungen. Und das, was du sagst, dieses Einstellen, ist es dann vielleicht auch etwas, Stefan,
wo die Kommunikation der Eintracht vielleicht gar nicht optimal ist, dass sie uns genau darauf vorbereiten? Oder ist das schon passiert und ich habe es nicht mitbekommen? Kann auch sein, weil genau das braucht natürlich seine Zeit, wie wir sehen. Dass wir nichts sehen in der Abgängesituation. Dass wir tagtäglich wieder schauen, okay, hat das jetzt mal geklappt? Und dann ist ein Footcall, der eigentlich ein Spieler ist, wo man sagen könnte, hätte man auch nach Belgien mal vielleicht verkaufen können. Jetzt per Laie zu einem direkten Ligakonkurrenten auch irgendwie unglücklich. Ja, also da sind viele Situationen, die mich nicht zufriedenstellen. Die Footcaller meinst du jetzt generell, oder? Mir geht es jetzt darum, generell um Abgänge. Das ist Ja, nichts passiert. also die Abgänge sind bisher wirklich eine Katastrophe. Selbst die funktionieren jetzt wie Footcall, bin ich auch überhaupt nicht mit einverstanden. Ja. Du holst den zurück für 1,3 Millionen. Jetzt verleihst du ihn und dann hat Elversberg eine Kaufoption. Ich finde, da gibt es, also entweder er sitzt jetzt ein Jahr lang auf der Bank und es funktioniert dort nicht, dann kommt er wieder, ist der Marktwert im Arsch. Ja. Oder er schießt 15 Hütten und dann ist der Mehrwert als 6, 7 Millionen. Das ist aber die Kaufoption, die die haben. Also das ist ein Geschäft, das ich ehrlicherweise überhaupt nicht verstehe. So, da hätte man, glaube ich, frühzeitiger und auch besser irgendwie schon in Verhandlungen gehen können. Ist ja klar, dass du diese Option hast und den zurückholen kannst. Und er hat ja nicht die 19 Tore am letzten Spieltag geschossen, sondern im Laufe der Saison. So, da kann man schon drüber nachdenken. Ja. Und das finde ich ein bisschen exemplarisch für alles, was da gerade passiert. Also man hat bei vielen, vielleicht tue ich den Verantwortlichen Unrecht, wenn ich das sage, aber man hat bei vielen Themen, Abgänge, Zugänge und so, hat man ein bisschen das Gefühl, dass das für die überraschend kommt. Und ich finde, das sind Themen, die sind nicht überraschend. Du siehst die Schwachstellen im Kader, die sind nicht überraschend, die sind seit langer Zeit da. Du siehst die Leute, die abgegeben werden sollen, da ist auch relativ lange klar schon, dass sie den Verein verlassen sollen. Ich finde, es fehlt so ein bisschen an, wer es im Fußball spielt, würde man sagen, es fehlt denen so ein bisschen an der Konsequenz. So, weißt du? Und das empfinde ich so gerade, was die Kaderplanung angeht. Ja. Es wurde, weil damit hast du ja angefangen, es wurde mal gesagt von Markus Krösche, glaube ich, sogar im Interview, dass das ein bisschen dauern kann, dieser Umbruch. Das macht ja auch Sinn. Trotzdem sind das jetzt über die Positionen, über die wir reden, die sind so eklatant. Das sind so eklatante Lücken. Die Innenverteidigung mit Robin Koch und Namdi Collins, mit Arthur Tat, der wo lange jetzt schon kommuniziert wurde, dass er gehen soll. Es ist eine eklatante Lücke. Da musst du unbedingt einen Innenverteidiger Nummer 1, Nummer 2 holen unbedingt. Du brauchst einen gescheiten Linksverteidiger, ist auch klar. Es ist halt auch eine scheiß Aufgabe für Markus Krösche. Ja, Logo. Nochmal, du musst diesen Kader im Prinzip auf links drehen, kriegst deinen Ladenhüter nicht los, musst auf der anderen Seite aber auch noch einen entsprechenden Transferüberschuss erwirtschaften. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Das sind ja alles so Faktoren, die du damit einbauen musst. Spielst nicht europäisch, das heißt auch dieser Pull-Faktor ist halt für potenzielle Neuzugänge komplett weg. Ja? Und selbst bei den Spielern, wo du denkst, dass du einen Markt hast, wie bei Noel Footcall, deswegen gehe ich da nochmal drauf ein, das ist auch bekannt, dass dieser Spieler sehr schwer zu führen ist. Und es gibt auch Gründe, warum man bei der Eintracht sagt, dem trauen wir hier den Durchbruch nicht zu. Ja? Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit bekannt. Und dann kriegst du halt nicht die 10, 12 Millionen, die du haben willst. Aber warum hast du dann die Kaufoption gezogen? Naja, 6,6 kriegst du ja von dem wahrscheinlich. Du machst ja trotzdem aber Gewinn dann am Ende des Tages. Ja, aber wenn du dir schon sicher bist, und ehrlich gesagt fand ich die Vorbereitung danach auch wenig optimal, dass du ihn so außen vorstellst. Selbst wenn du das intern weißt, kannst du ja wenigstens so tun, als würde er zum Kader gehören. Weiß ich nicht, was da der Sinn dahinter ist. Ich habe das Gefühl allgemein über alles, was wir hier gerade besprechen, dass die Eintracht momentan in so ein Borussia Dortmund-Problem reinslidet. Du hast nämlich jetzt quasi einen komplett anderen Trainer, als den du vorher hattest. Du hattest vorher einen Plan, den du irgendwie auch mit Spielern gefüllt hast. Jetzt kommt ein Trainer und es wurde auch kommuniziert, Abkehr von diesem Ballbesitzspiel, weil wir viel Totenballbesitz hatten und dadurch brauchst du auch andere Spielertypen. Jetzt kriegen wir diesen anderen Trainer, der soll gewisse Dinge tun, aber die alten Spieler sind noch da. Das ging ja bei Borussia Dortmund über Jahre. Ja. Dass dann quasi ein Trainer die Spieler geholt hat, dann kam der nächste Trainer, hat nochmal die geholt, dann kam noch ein Trainer, dritte und dann hattest du irgendwann einen Kader, der von 4 Trainern zusammengestellt wurde, wo hinten und vorne nicht zusammengepasst hat. Bei uns sind es jetzt erstmal nur 2. Weil Riera Gott sei Dank keine Spieler holen durfte. Oh Gott, ja. Halleluja. Ey. Das ist wirklich aber das ist eine gute Sache. So. Aber es sind trotzdem erstmal 2, weil da sind viele Spieler dabei, das ist auch schade. Die zum Topmiller-Fußball vielleicht gut passen, aber die Adi Hütter vielleicht selber gar nicht geholt hätte. Das ist auch normal und da hast du recht. Das geht dann vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, dass wir jeden Morgen aufwachen und denken, so, heute werden wir wohl den links loswerden. Kann sein. Aber trotzdem hat Stefan einen Punkt. Du spielst trotzdem nächste Saison Wettbewerbsfußball. Und muss trotzdem in der Lage sein, dort einen Kader hinzustellen. Oder, und du hast den entscheidenden Punkt genannt, um den es die ganze Zeit geht, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wenn du mir erzählst, wir haben kein Geld, wir müssen mit Kosugi und Baum auf den Außen spielen, dann sind doch wir die Letzten, die dann mit Protestschildern vor der Geschäftsstelle stehen, weil dann sagst du es mir. Dann sagst du, okay, und man hat für Kosugi auch Geld ausgegeben, Elias Baum ist ein Eigengewächs. Wenn der Plan ist, die auszuprobieren in der Bundesliga, ey, ich bin dabei. Ohne Scheiß, ich bin dabei und ich verteufel die auch nicht so wie viele andere. Aber auch hier hat die Erzählung Lücken, weil
wer ist denn der Ersatzspieler von Kusugi? wer ist denn der Ersatzspieler von Baum? Also wenn die Eintracht jetzt sagen würde, Erzähl mir doch nichts. Ja. Was ist denn der Plan? Du erzählst mir auch nicht, wer die Nummer 1 ist. Leute, ihr müsst mir erzählen, was los ist, dann kann ich meine Erwartungshaltung auch anpassen. Ja. Wenn mir erzählt wird, ja, endlich ist Adi Hütter wieder da und wir wollen wieder Angriffsfußball spielen, dann freue ich mich erstmal. So, und jetzt sitze ich hier und weiß nicht, wo oben und unten ist. Gestern war es noch 30 Grad, jetzt regnet es hier. Wo bin ich denn hier aufgewacht, Alter? Mann, jetzt reg ich mich doch wieder auf. Ey, wenn die Eintracht jetzt sagen würde, wenn die Eintracht jetzt sagen würde, wir haben kein Geld, wir müssen mit Kusugi auf der linken Seite stehen, dann würde ich erst recht protestieren. Bei den ganzen Einnahmen, Alter, würde ich sofort zur Geschäftsstelle sagen, hier Leute, wo ist denn das ganze Geld hin? Habt ihr das noch alle? Dann sagen die, das hat der Skiri in der Tasche, Alter. Geht nicht. Und der Batshuayi. Ja. Aber trotzdem, um mal wieder Jetzt zum Skiri, Alter. ist ja wirklich ein Punkt. Für mich ist A und O schon die Kommunikation. Ja. Und man kann ja geteilter Meinung, du kannst ja trotzdem protestieren, aber dann wissen wir wenigstens, was Sache ist. Dann kannst du trotzdem vor die Geschäftsstelle gehen und dich wütend zeigen, aber du weißt wenigstens, worauf wir uns einstellen Und ganz können. ehrlich, Marvin, wir sind in der Kette die Unwichtigsten. Ja, auf jeden Wir Fall. sind die Unwichtigsten. Das kann man Das festhalten. Wichtigste ist, dass Krösche und Adi Hütter miteinander kommunizieren und ich trotzdem jetzt schon ein bisschen Angst habe, Ja. dass es dahinter verschlossenen Türen wieder knallt. Genau. Darauf habe ich keinen Bock drauf. Nee, davor Klär das doch keine vorher. Angst. Da muss der eine doch sagen, ey, ich will das und das haben und ja, ich kann ich vielleicht machen, kann ich vielleicht nicht machen. Ja. Ich will einfach nur, dass in 2 Wochen alle, die da sind, den Umständen entsprechend mit diesem Kader zufrieden sind, damit alle mit einer Stimme sprechen, was die Saison Aber angeht. Angst habe ich davon nicht, dass es intern knallt. Ja, ist toll. Im Gegenteil. Nein, das ist, wie gesagt, es ist kann ja manchmal wie ein reinigendes Gewitter sein, dass die Luft einmal ausgetauscht wird und am Ende konstruktiver Fußball gespielt werden kann. Und ich vertraue da komplett Adi Hütter, weil der weiß, wie diese Idee von Fußball aussieht. Der weiß, welche Spieler er dafür braucht. Und dann lass ihn doch den Druck da jetzt mal hochhalten bei Markus Krösche. Und einer, der okay. vielleicht den Druck abbauen könnte, wäre jemand, den du als alter Freiburger vielleicht auch gut kennst. Und da müssen wir noch mal über die Torhüterposition sprechen. Und es kam jetzt gestern Abend wie ein Gewitter auch im Blätterwald herunter. Der Kicker Donnerten die Schlagzeilen. Genau, der Kicker hat es zuerst vermeldet, hat die Personalie wieder auf den Tisch gebracht. Noah Atubolo, der ja beim SC Freiburg momentan keine Rolle spielt, weil er auch gesagt hat, er würde jetzt perspektivisch ganz gern gehen. Da ist Mio Backhaus hingekommen und jetzt ist es natürlich so, dass er einen Verein gesucht hat. Eigentlich tendenziell eher England, das hat aber nicht so geklappt. Phil, kannst du dir irgendwie vorstellen, dass das jemand wäre, der unsere Defensiv- bzw. Torhüterprobleme beseitigen könnte? Naja, die Zeit spielt auf jeden Fall für eine solche Lösung. Ja. Das ist ja klar, weil also zunächst mal finde ich es stark, dass er in Freiburg weiter mittrainiert. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich. Bei einem Freiburger Spieler, machen das der echt sich, cool. der sich gegen den Verein entscheidet und sagt, ich will weggehen. Es ist natürlich auch nicht im Interesse des Sportclubs Freiburg, dass Noah Atubolo jetzt ein Jahr auf der Tribüne sitzt und in einem Jahr ablösefrei geht. So, ja. Offensichtlich hat sich sein Management, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, das sind alles junge Burschen, die haben Berater, die sagen denen, hier, wir machen das jetzt so und so. Das funktioniert halt auch nicht immer. Ja. Wahrscheinlich hat sich diese Seite auch ein bisschen verzockt oder es hat sich nicht ergeben, warum auch immer. Ich sehe momentan, wenn du das so durchspielst, und es gibt ja Gründe, warum er noch da ist. Es gibt offenbar in der Premier League niemanden, der momentan Noah Atubolo unter Vertrag nehmen möchte, weil die alle gut schon versorgt sind. Wenn du die Bundesliga-Keeper anguckst, gibt es ja momentan auch nur eine Vakanz, die ziemlich obvious ist, und das ist die bei Eintracht Frankfurt. Also es würde für alle Beteiligten natürlich Sinn ergeben. Ja. Und wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, dass das die Lösung ist, die uns allen ein besseres Gefühl gibt, und das würde sie definitiv tun, dann why not? Aber auch da wieder hätte man auch vor einem Jahr schon mit dieser Position zu diesem Urteil kommen können und sie anders lösen. Im Prinzip hast du jetzt ein Jahr verschenkt, was das angeht. Aber lieber löse es jetzt, als dass du wieder ein Jahr wartest. Aber man muss sagen, bei Atubolo, wenn überhaupt, und ich traue mich das ehrlich gesagt nicht zu hoffen. Ich weiß, dass der gerne in Frankfurt ist. Ich habe den schon ein paar Mal hier gesehen. Ich glaube, hier auch schon mal. Aber das klingt schon nicht gut. Diese Atubolo-Tür, die war ja nicht offen. Ja. Also am Anfang, als die Wechselpläne von Atubolo aufkamen, war die Eintracht ja kein Kandidat, gerade wenn du nicht europäisch spielst, die den irgendwie verpflichten kann. Ja. Das würde ja jetzt nur stattfinden, wenn eben diese Verpockerung stattgefunden hat und irgendwie die Zeit wegläuft und er sagt, okay, bevor ich in Freiburg auf der Tribüne setze, dann gehe ich halt nach Frankfurt. Und das könnte dann, vielleicht werden beide Seiten da auch zu ihrem Glück gezwungen, aber das würde ich tatsächlich ausnehmen bei der Kritik von langfristiger Planung, weil das geht jetzt ähnlich wie bei
Wie bei Renault Trapp damals, dann geht halt diese Tür auf und dann musst du es machen. Genau. Dann ist vielleicht dein Plan, den ursprünglich hattest, über Bord geworfen. Ich sage euch aber ganz ehrlich, bei all den Vakanzen, die wir noch haben, ich traue mich gar nicht, so gierig zu sein, das jetzt auch noch auf diese Art und Weise mit Artur Bolo anzugehen. Ja. Weil das wäre eine richtig geile Lösung. Ja. Wenn du es schaffst, einen Linksverteidiger, einen Innenverteidiger, einen Stürmer und Artur Bolo noch zu holen. Digga, dann setze ich mich in 2 Wochen beim Redline Day hin Nackt. und entschuldige ich mich für alles, was ich heute gesagt hatte oder wovor ich Angst hatte. Ja, aber Es sind ja noch 2 Wochen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, es sind noch 2 Wochen, aber trotzdem muss ich auch sagen, das sind ja 2 Wochen, aber das tut dem Kader auch nicht gut, dass alles so kurzfristig geplant ist. Bei Artur Bolo ist jetzt sich auch, da ist es auch was anderes, weil sich dieses Fenster, wie du richtig gesagt hast, überhaupt erst geöffnet hat, von dem er nie gedacht hat, dass es irgendwann wissen auch nicht mal, ob es offenbar offen wird. Das wissen wir. Doch, wir reden das jetzt offen. Weißt du, wir Mach das reden Fenster auf! das Fenster auf. Ja, aber Stefan, das war für dich natürlich auch eine gute Sache. Ja, klar. Aber die Frage ist halt, ist das überhaupt realisierbar? Du hast eben darüber gesprochen, über die finanzielle Situation. Naja, gut, ich habe ja keinen Einblick in die Bücher, ne? Aber ich denke mal, dass. Bei dir zu Hause auch nicht. Du bist ja nicht so der belesene Typ, Stefan. Da hast du einen Torwart jetzt offensichtlich auf dem Markt, wo eventuell ein Fensterchen aufgeht, Ja. der eigentlich in der Kategorie 2 oben ist. Es war schon klar eigentlich, der will den Premier League wechseln. Wenn das sich realisieren lassen würde, der hat nur noch 1 Jahr Vertrag, da würde man finanziell, glaube ich, sprechen über 12, 13 Millionen, wäre jetzt meine Schätzung so. Wenn du dafür einen Keeper bekommst, der im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft ist und die Position ja auf lange Sicht, der ist 23 Jahre alt, glaube ich, auch besetzen kann, das würde ich ihm zutrauen, musst du es machen. So, das heißt, darf aber nicht heißen, dass das auf Kosten geht der anderen Positionen, die ich für fast noch wichtiger erachte. Oder, falls das nicht ist, weil ganz ehrlich, Artur Bolo ist eine Spekulation, Ja. das wäre schön, kann sein, es kann aber auch irgendwie sein, dass da noch ein anderer dazwischen grätscht, Ja. wenn sie irgendein Torwart verletzt. Die Alternative dazu kann nur sein, dass du dann eine klare 1 kommunizierst, der du auch vertraust, selbst wenn sie in einem Spiel gegen Brentford einen Fehler macht. So, was soll es sein? Also geh doch nicht in so eine, also das kannst du nicht machen. Du kannst nicht irgendwie zweifelnd da reingehen. Wenn du sagst, okay, wir sind so verrückt, wir probieren Carlos Santos jetzt eine Saison lang aus. Punkt, dann kommunizier auch und sag einfach, das ist jetzt Klar. unsere Aber Nummer 1. dann tu auch eine ganz wichtige Sache. Hol Innenverteidiger. Weil genau das musst das du meine ich. trotzdem noch tun. Und das ist ja genau das, muss man sagen. Das bringt auch nichts, wenn du sagst, du holst Artur Bolo und sagst, ja gut, aber wir machen das trotzdem mit Theater. und außerdem... Also wir haben Carlos Santos spielt jetzt Innenverteidiger. ja, genau. Der hat geht ins Tor. Hier Eli Noah, wir machen Wai. das hier in Frankfurt ganz anders. Eli Wai, Linksverteidiger. Und der Malutze, der hat sich auch ganz gut gemacht. Ja, Aber in Sturm, Junge. Also ich will auch sagen, auch das, dann tust du ihm ja auch keinen Gefallen. Das heißt auch, es müssen sich einfach noch mehrere Stellschrauben drehen. Ja. Und es ist weiterhin ein Ding. Und Phil, die Situation, die du vorhin angesprochen hast, ist ja ganz relevant. Am Ende braucht es auch noch Abgänge. Und wenn wir sehen, dass wir selbst mit Skiri immer noch jemanden haben, der immer noch auf der Payroll ist, wo du dir immer noch nicht sicher bist, wann das überhaupt mal mit Köln der Fall ist. Wartet der denn so lange? Geh nach Sevilla. Das ist doch Das ist ja geil, auch so ein Ding, ne? Weil Ja. seit gefühlt 2 Wochen hören wir, Batshuayi geht nach Saudi-Arabien, Skiri geht erst nach Köln, Steht dann nach unmittelbar Sevilla. vor. Genau. Theat hat Interesse aus England. Das ist ja alles, das dreht sich ja alles seit Wochen auch wieder im Kreis. Und das ist ja auch so zermürbend, ne? Weil nochmal das eine ja das andere irgendwie Zermürbend. bedingt. Aber Phil, da will ich schon mal ganz kurz mit dir rein. Weil das ist jetzt beispielsweise ein Unterschied, wie wenn Jessica Dankam, ne, der eine lange Verletzungshistorie hat, wo ich es nachvollziehen kann, dass es schwierig ist, einen neuen Verein zu finden. Aber das sind ja Spieler, die irgendwelche Qualitäten ja durchaus hatten. Michy Batshuayi hat in den letzten Jahren ja durchaus ja mal, bevor er zu anderen gekommen ist, eine Qualität gehabt. Und Skiri war sehr viel umworben. Ja, Ich wollte gerade sagen, es sind Spieler, die gewisse Qualitäten haben. Und jetzt Skiri? genau. Und Skiri hat ja auch gut funktioniert in Köln. In Köln, ja, ja. Und hat über Jahre hinweg richtig viel Geld gebunden bei der Frankfurter Eintracht. Und das hat es gab keinen, wie die BWLer sagen, Return of Invest oder irgend sowas. Ja, genau. Was machen wir jetzt damit? Weil die bilden ja alle unfassbar viel Gehalt. Ich bin ratlos. Hast du einen Plan? Nein, ich hoffe einfach, dass das jetzt da in Bewegung kommt. Weil, wie gesagt, was da an Gehältern gezahlt wird, auch bei Wahi, das ist ja auch so ein Ding, der würde gern nach Nizza. Ja? Aber du musst halt einen Weg finden, dass der zumindest halbwegs auf die Kohle kommt, die er hier gehabt hat. Weil ihm halt so absurd viel hier gezahlt wird. So. Und ich weiß es nicht, also... Ich will mal vielleicht was Positives mal sagen, weil wir haben so Diskussionen und so Ängste haben wir immer wieder gehabt, vor jeder Transferphase, die geendet ist. Und es gab trotzdem auch Momente, wo Markus Krösche einfach genug Ausdauer am Pokertisch hatte und am Ende seine Karten auf den Tisch gelegt hat. Es kann trotzdem noch sein, dass in den 2 Wochen, die jetzt
noch bis zum Redline Day sind. Aber das wären wichtige 2 Wochen. Ganz wichtige 2 Wochen. Klar. Weil wenn du ohne Scheiß. Danke, Stefan. Ey, wenn du, aber ganz Nee, im Ernst, Stefan. weil die Situation war, finde ich, in den letzten Jahren selten so, wie sie jetzt ist, dass du so Lücken hast. Ja, das stimmt. Also, dass du mit so einem Linksverteidiger in die Saison gehst, dass das eine Option ist eine Katastrophe. Dass du mit so einer Innenverteidigung eventuell starten könntest, das glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, da kommen noch welche. Aber wenn wir jetzt über das Pokern reden und der Gamble geht schief und dann gehst du mit Keita Kuzugi und nur Robin Koch in der Innenverteidigung in die Saison, dann ciao. Aber das habe ich doch gerade Und da sind wir gesagt. gleich beim Sturm, Hab ich gesagt. wo eigentlich außer Johnny Burkhardt aktuell niemand zeigt, dass er irgendwie Bundesliga-Niveau hat. Sehr guter Punkt. Und auch Johnny Burkhardt nur in Spurenelementen übrigens. Ne? Also da muss man echt mal... Das erinnert mich an so eine 90er-Jahre-Werbung, die mir irgendwas Ungesundes als gesund verkaufen will. Also das Spurenelemente drin. Mit dem gesunden aus der Milch. Die natürliche Süße der Frucht. Die natürliche Süße der Frucht. So wertvoll wie ein kleines Steak. Ja, aber nein, und Stefan, ja, du hast recht. Ich sage nur trotzdem, kann es sein, dass Markus Rössi in der Arschtasche noch eine Karte hat. Es kann sein. Aber die muss halt kommen und ich bin gespannt, was der Plan ist. Und ich hoffe einfach nur, dass Adi Hütter dann derjenige ist, der sagt, okay, damit kann ich arbeiten. Weil irgendwann, wenn das Transferfenster zu ist, werden wir wieder in den Modus kommen müssen, dass wir sagen müssen, go. Ja. Unabhängig davon, ob wir mit der Entscheidung einverstanden sind, mit der, weil die sind dann getroffen. Ja. Du kannst dann niemanden mehr verpflichten. Und dann muss es einfach knallen. Und ich hoffe, dass die Eintracht jetzt in den nächsten 2 Wochen diesen Spirit wieder reinkriegt. Aber sind wir eigentlich heute in Regensburg? Das kommt vielleicht in der nächsten Runde des DFB-Pokals, mein Vielleicht. Lieber. Am Freitag sind wir nämlich aber erstmal woanders, in der Nähe von Krefeld. Stark. Und da freue ich mich tatsächlich sehr. Denn endlich geht's wieder los und wir haben endlich wieder Wettbewerbsfußball. Wettbewerbsfußball. Und liebe Leute, Tönnies, wie man das so ausspricht. Clemens Tönnies. Ich habe richtig Bock. Michael. Und ganz ehrlich, lieber Stefan, da ist es fast egal, mit welcher Aufstellung, denn da sind wir so oder so Favorit. Ja, na klar, das ist, glaube ich, ein Fünftligist, also Oberligist, glaube ich. Da Glaube ich jetzt auch gut, man weiß es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist wirklich, Da musst du aber irgendwas super, super Niederklassiges so und da musst du einfach durchgehen. Egal, wie die Abwehr aussieht, egal, ob Keita Kuzugi spielt oder was auch immer, go. Wie könnte denn, ich will nicht die einzelnen Positionen Ja. durchgehen, aber ich will von dir schon mal ein bisschen wissen, weil wir haben auf den Außen relativ viele Spieler, da drängelt sich so ein bisschen. Eigentlich war ja unser Wunsch, mal mit 2 Stürmern zu spielen. In welche Richtung könnte sich das bei dir verkehren? Ich sag euch, was passieren wird. Aha. Wir werden hier die ganze Zeit reden über Viererketten. Ja, genau. Wir werden am Ende spielt einfach Fünferkette dort. Das ist wieder der Panikmodus angeschaltet. Wir haben keine Außenbahnspieler, alles klar, regeln wir aber diese Art und Weise. Nein, ich glaube, dieses Spiel wird, was die Aufstellung betrifft, keine Muster haben für die Zukunft, weil das ist, wie gesagt, diese Situation. Ich glaube, wir werden mit 2 Stürmern spielen. Das haben Burkhardt und Ebnotale sich dann auch verdient. Ebnotale in der Vorbereitung jetzt nicht ganz so geglänzt. Trotzdem glaube ich, dass er sich aufgrund seines Einsatzes dieses Spiel verdient hat. Du wirst mit diesen 2 Spitzen spielen, du wirst mit Doan und Usen dahinter spielen. Weil du brauchst irgendwelche Konstanten, auch mit Larsson und Niedika. Das heißt, die 6 da vorne, wie auch immer sie angeordnet sein werden. Das ist ja eigentlich schon irgendwie eine Achse, mit der man sich anfreunden kann. Und das So, ist und bei dann muss all dieser Negativität, Ja. müssen wir das auch mal dazu sagen. Danke. Weil Onyedika ist tatsächlich ein Spieler, da können wir sicher sein. Auch Larsson hat ja, weil wir wissen ja, was er kann. Und die Offensive, Uso und Doan auch Phil, geil. sieht auch nicht so ganz so schlimm aus, oder? Nee. Trotzdem brauchst du vorne, also das ist halt auch da zu dünn. Du Aber brauchst, nicht gegen Tönnies. nein, natürlich Ja, nicht. Tönnies Nein, können wir natürlich. spielen, Gegen einen Fünftligisten kannst du auch so spielen wie am Samstag bei Brentford und solltest das Ding 7-0 in Tönnies verlieren. extrem souverän. Aber Santos faustet sich die Dinger selber rein. FC St. Tönnies. ey. Kosugi ein ums andere Mal überlaufen, Alter, von so einem 25-jährigen Lehramtsstudenten. Dann wäre ich hinterher auf die O-Tönnies gespannt. Ah, schon ein gehobenes Niveau, ja. Gott sei Dank haben wir jetzt so einen Aristokraten. Die Sankt O-Tönis. Ja, aber Ja, mein Gott, es hilft doch nichts. Nein, man merkt uns auch ein bisschen an, wir sind auch humorvoll Aber- unterwegs. Das hilft. kein Aber kurz Humor. noch mal. Ja. Es ist der einzige Pokalwettbewerb, den wir diese Saison haben. Nimm Da den will ich ernst. auch noch mal dran Nimm den erinnern. ernst. Das ist das Ding, was dich emotional durch die Saison tragen kann, auch wenn du in der Liga zwischen Platz 9 und 12 rumdümpelst. Ja. Und deswegen Nimm den ernst. musst du das ernst nehmen. Und das Verdammt finde ich so nochmal, ey. wichtig. Nein, das ist so wichtig, was du sagst. Ey, Weil- das Warte mal, Schlimmste lass wäre mich so ein das frühes Pokal aus dieses Jahr. Ich will ausrasten. Ja, genau. Das war, weil genau, Phil, genau das, was du sagst, weil wir haben in der Vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen.
Das Ding ist, du weißt nicht, wie die Saison jetzt anläuft. Du weißt, es gibt viele Vakanzen. Du weißt, selbst wenn jetzt die ganzen Karten aus dem Arsch gezogen werden Ja. und am letzten Dauert's Transfertag auch, noch ja. 5 Leute, Klar. dann dauert das. Und was dir den Spirit weitergibt, ist die Möglichkeit, über den Pokal wieder zu einer Glanzsaison zu kommen. Das kann ja auch sein, dass wir am Ende um 8 oder 12 rummachen, aber dann im Halbfinale des DFB-Pokals Ja, sind. das sind die Und dann Spiele, ist auf die viel freust du Hype dich wieder dann. da. Das ist genau, genau und das ich Ding. glaube, das ist nämlich der große Vorteil. Denn Adi Hütter ist auch ein Pokaltrainer. Der ist geil auf solche Pokalspiele. Und deswegen glaube ich, das hat in den letzten Jahren überhaupt nicht geklappt mit Dino Topmöller. Kann das so ein Punkt sein, wenn sie in der Liga noch ruckelt. Und wenn auch Aseko, natürlich, liebe Leute, ich weiß, der wird jetzt am Anfang erst nicht spielen. Aber habt mal ein bisschen Vertrauen. Der kommt vielleicht im September, Oktober, lieber Lossi, dann geht's vielleicht. Ja? Und dann wird's auch okay. Aber wenn wir bis Sonderfolge dahin, für Lossi heute, ey. aber wenn wir bis dahin im DFB-Pokal das Feuer entfachen und am Leben Ey, halten, dann schrei geht's noch schon. einmal bitte, nehmt den ernst. Nehmt den ernst! Sag nochmal, den Scheißpokal Das ist echt ein geiler Fanschat. Nehmt den ernst. Konzentriert euch bitte. Wir sehen uns nach diesem DFB-Pokalspiel. Fußball 2000 lässt euch keinesfalls im Regen stehen. Auch heute nicht. Der Sommer war intensiv. Wir waren im Trainingslager mit dabei. Weide war für uns im Trainingslager mit dabei und hat einen der großen Hoffnungsträger, den Frankfurter Bub Younes Ebnou Taleb, zum Exklusivinterview getroffen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, holt das jetzt ganz zwingend nach. Das Exklusivinterview mit Ebnou Taleb hier bei uns.